Dialog 1. Eine schwierige Entscheidung im Beruf. Du wirkst heute ungewöhnlich still. Ist etwas passiert? Ja, irgendwie schon. Ich habe gestern ein Angebot bekommen, mit dem ich nicht gerechnet hatte, und seitdem kreisen meine Gedanken nur noch darum. Ein Jobangebot. Genau. Eine Firma aus Hamburg hat sich noch einmal gemeldet. Ich hatte mich dort vor einigen Monaten beworben, dann aber lange nichts mehr gehört. Ehrlich gesagt dachte ich schon, das Thema sei erledigt, und jetzt haben sie mir plötzlich eine Stelle angeboten. Das klingt doch erst einmal gut. Warum freust du dich nicht? Doch, ich freue mich schon, aber gleichzeitig bin ich unsicher. Die Stelle klingt interessant, das Gehalt wäre besser und fachlich könnte ich mich wahrscheinlich weiterentwickeln. Trotzdem ist die Entscheidung nicht so einfach, wie es von außen vielleicht aussieht. Liegt es daran, dass du dafür umziehen müsstest? Das ist ein wichtiger Punkt. In Hamburg neu anzufangen wäre ein großer Schritt. Ich müsste eine Wohnung suchen, meinen Alltag komplett neu organisieren und mich in einer neuen Stadt zurechtfinden. Das macht mir nicht direkt Angst, aber ich merke, dass mich der Gedanke ziemlich beschäftigt. Verstehe. Andererseits bist du in deinem jetzigen Job doch auch schon länger unzufrieden, oder? Ja, das stimmt. Ich mag mein Team und mit meinen Kollegen komme ich wirklich gut aus. Aber inhaltlich habe ich das Gefühl, mich nur noch im Kreis zu drehen. Die Aufgaben wiederholen sich, neue Impulse gibt es kaum. Und in den letzten Monaten hatte ich öfter den Eindruck, dass ich eher funktioniere, als dass ich mich wirklich einbringe. Dann wäre das Angebot doch vielleicht genau die Veränderung, die du brauchst. Vielleicht. Aber genau dieses Vielleicht macht es so schwierig. Auf dem Papier sieht alles überzeugend aus. In der Praxis weiß ich natürlich nicht, ob die neue Stelle wirklich so gut zu mir passt, wie sie im Vorstellungsgespräch geklungen hat. Man entscheidet sich ja immer ein Stück weit für etwas Unbekanntes. Das stimmt, aber das ist doch bei jedem Wechsel so. Absolute Sicherheit gibt es selten. Ja, und trotzdem wünsche ich sie mir gerade. Im Moment habe ich wenigstens eine gewisse Stabilität, ich kenne die Abläufe, weiß, woran ich bin und kann meinen Alltag einschätzen. Wenn ich wechsle, verliere ich genau diese Sicherheit erst einmal. Aber wenn du bleibst, verlierst du vielleicht die Chance auf Entwicklung? Genau, das ist ja das Dilemma. Ich merke selbst, dass ich mir seit Monaten mehr Veränderung wünsche. Und jetzt, wo sie tatsächlich möglich wäre, halte ich plötzlich an dem fest, was mir eigentlich zu eng geworden ist. Das ist doch menschlich. Man sehnt sich nach Veränderung, solange sie theoretisch bleibt. Sobald sie konkret wird, sieht man plötzlich vor allem die Risiken. Ja, so fühlt es sich an. Besonders schwierig finde ich auch, dass mein Chef noch nichts davon weiß. Wenn ich mich gegen das Angebot entscheide, bleibt alles wie bisher. Wenn ich es annehme, muss ich kündigen. Und dann wäre natürlich vieles in Bewegung. Hast du denn eine Frist für die Antwort? Ja, bis Ende der Woche. Das ist nicht sofort, aber auch nicht mehr viel Zeit. Die Firma möchte verständlicherweise wissen, woran sie ist. Und was sagt dein Gefühl? Mein Gefühl ist leider nicht einheitlich. Ein Teil von mir denkt, mach es, sonst ärgerst du dich später, dass du die Gelegenheit verpasst hast. Ein anderer Teil sagt, überstürze nichts, nur weil das Neue im Moment spannend wirkt. Könnte man denn noch einmal mit der Firma sprechen? Vielleicht über offene Fragen, über den Einstieg oder über die genaue Aufgabenverteilung? Daran habe ich auch schon gedacht. Vielleicht würde es helfen, wenn ich noch ein paar Dinge kläre, die bisher eher allgemein geblieben sind. Im Gespräch war vieles positiv formuliert, aber manche Details waren noch nicht ganz greifbar. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Je konkreter dein Bild ist, desto leichter fällt dir die Entscheidung. Im Moment ringst du ja nicht nur mit dem Wechsel selbst, sondern auch mit vielen offenen Vorstellungen. Ja, da hast du recht. Vielleicht projiziere ich im Moment zu viel in diese Stelle hinein, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Genau. Und vielleicht musst du dir auch die Frage stellen, was dich langfristig unzufriedener machen würde. Ein mutiger Schritt mit Risiko oder ein Verbleib aus Bequemlichkeit? Das ist eine unbequeme, aber gute Frage. Wahrscheinlich wäre es für mich schwerer zu akzeptieren, aus Angst stehen geblieben zu sein, als später festzustellen, dass ein Wechsel nicht perfekt war. Eben. Und selbst wenn nicht alles ideal laufen sollte, wäre es trotzdem eine Erfahrung, aus der du etwas mitnehmen kannst. Ja, ich glaube,
Mein eigentlicher Fehler ist, dass ich die Entscheidung als endgültiges Urteil über meinen Lebensweg betrachte. Dabei ist es doch eher ein nächster Schritt. Wichtig, aber nicht unumkehrbar. Genau. Du unterschreibst keinen Vertrag fürs ganze Leben, sondern entscheidest, wie du dich im Moment weiterentwickeln möchtest. Wenn du das so sagst, klingt es fast logisch. Es ist auch logisch. Schwierig bleibt es trotzdem. Ja, das stimmt. Aber ich merke gerade, dass ich klarer sehe. Ich glaube, ich sollte wirklich noch einmal mit der Firma sprechen, meine offenen Fragen klären und dann bewusst entscheiden. Nicht aus bloßer Unsicherheit heraus. Das klingt vernünftig. Und wenn du danach immer noch ein leichtes Ziehen Richtung Hamburg spürst, ist das vielleicht schon ein Zeichen. Vielleicht. Jedenfalls danke ich dir. Ich hatte das Gefühl, ich drehe mich nur noch im Kreis. Jetzt habe ich wenigstens das Gefühl, an der Entscheidung arbeiten zu können. Dafür sind solche Gespräche doch da. Man muss nicht immer sofort eine Lösung haben. Manchmal reicht es schon, die Gedanken zu ordnen. Dann war das hier heute wirklich hilfreich. Das freut mich. Und egal, wie du dich entscheidest, Hauptsache, es ist am Ende wirklich deine Entscheidung. Dialog 2. Ein Konflikt in der Hausgemeinschaft. Guten Abend, Frau Lorenz. Haben Sie kurz einen Moment? Ich würde gern etwas mit Ihnen besprechen, wenn es gerade passt. Natürlich, Herr Beck. Worum geht es denn? Es geht um den Hof hinter dem Haus. Genauer gesagt um die Fahrräder und Kinderwagen, die dort inzwischen überall stehen. In den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass die Situation zunehmend unübersichtlich wird. Man kommt teilweise kaum noch vernünftig durch und ich frage mich, ob wir das nicht irgendwann gemeinsam regeln sollten. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Mir ist das auch schon aufgefallen. Gerade abends sieht es manchmal wirklich chaotisch aus. Andererseits wohnen hier inzwischen viele Familien und nicht jede Wohnung hat genug Platz, um alles im Keller unterzubringen. Das ist mir bewusst. Mir geht es auch nicht darum, jemandem das Leben schwer zu machen. Ich habe nur den Eindruck, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem gegenseitige Rücksichtnahme allein nicht mehr ausreicht. Wenn ein Rettungsweg blockiert wird oder man mit Einkaufstaschen kaum aneinander vorbeikommt, ist das irgendwann mehr als eine kleine Unordnung. Da stimme ich Ihnen zu. Allerdings muss ich sagen, dass manche Mieter sich auch deshalb nicht an bestehende Regeln halten, weil die bisherigen Abstellmöglichkeiten kaum praktikabel sind. Der Fahrradkeller ist eng, schlecht beleuchtet und oft schon voll. Ich kann nachvollziehen, dass man einen Kinderwagen nicht jedes Mal mit Mühe irgendwo hinein manövrieren möchte. Das leuchtet mir durchaus ein. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass sich aus nachvollziehbaren Gründen allmählich ein Zustand entwickelt, den am Ende niemand mehr kontrolliert. Jeder stellt etwas nur kurz ab und irgendwann ist aus dem Provisorium ein Dauerzustand geworden. Ja, das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Es fehlt eine klare, gemeinsam akzeptierte Ordnung. Solange jede Partei nach eigenem Ermessen handelt, entstehen Reibungen fast automatisch. Mich beschäftigt außerdem, dass solche Dinge schnell zu Spannungen im Haus führen. Bisher hat noch niemand offen Streit gesucht, aber man merkt doch, dass der Ton gereizter wird. Neulich habe ich mitbekommen, wie zwei Nachbarn im Treppenhaus ziemlich scharf miteinander gesprochen haben, weil wieder ein Fahrrad direkt vor der Tür stand. Das habe ich auch gehört. Ich fand vor allem schade, dass beide Seiten sofort in einen Vorwurfsmodus gegangen sind. Dabei wäre es wahrscheinlich hilfreicher, wenn man das Problem auf einer sachlichen Ebene besprechen würde. Genau das ist mein Anliegen. Ich möchte nicht, dass sich Lager bilden. Hier die Familien, dort die älteren Mieter, die sich gestört fühlen. Am Ende wohnen wir alle im selben Haus und jeder hat nachvollziehbare Interessen. Dann wäre vielleicht eine Hausversammlung oder zumindest ein gemeinsames Schreiben sinnvoll. Nicht im Sinne einer Beschwerde, sondern als Einladung, über eine praktikable Lösung nachzudenken. Ja, darüber habe ich ebenfalls nachgedacht. Vielleicht könnte man prüfen, ob der Hof besser strukturiert werden kann. Eventuell mit markierten Flächen oder einer klaren Abtrennung, damit sichtbar ist, was wo stehen darf und was nicht. Das wäre sicher hilfreich und vielleicht müsste man auch mit der Hausverwaltung sprechen, ob
zusätzliche Abstellmöglichkeiten geschaffen werden können. Wenn die Realität sich verändert hat, kann man nicht einfach an alten Regelungen festhalten, als wäre nichts passiert. Das sehe ich genauso. Regeln funktionieren nur dann gut, wenn sie an den tatsächlichen Bedarf angepasst sind. Sonst werden sie entweder ignoriert oder nur noch mit Ärger durchgesetzt. Darf ich ganz offen sein? Ich glaube, dass manche Nachbarn das Gefühl haben, ihre Situation werde nicht ernst genommen. Wer mit 2 kleinen Kindern lebt, denkt in erster Linie daran, den Alltag irgendwie zu bewältigen. Wenn dann sofort Kritik kommt, ohne dass nach Lösungen gesucht wird, fühlen sich viele angegriffen. Das verstehe ich. Umgekehrt fühlen sich manche ältere Bewohner übergangen, weil sie den Eindruck haben, dass Rücksicht nur noch in eine Richtung erwartet wird. Genau deshalb wäre es wichtig, dass die Diskussion nicht moralisch geführt wird, sondern praktisch. Ja, nicht im Sinne von, wer verhält sich falsch, sondern eher, wie schaffen wir eine Ordnung, mit der alle leben können? Exakt. Vielleicht sollte man die Situation nicht länger als individuelles Fehlverhalten betrachten, sondern als organisatorisches Problem. Dann ließe sich auch konstruktiver darüber sprechen. Das finde ich einen sehr klugen Ansatz. Wenn Sie möchten, könnte ich einen ersten Entwurf für ein Schreiben formulieren. Ich würde darin betonen, dass es um Sicherheit, Zugänglichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme geht, nicht um Schuldzuweisungen. Das wäre ausgezeichnet. Ich würde es dann gegenlesen und vielleicht ergänzen, dass wir um Rückmeldungen bitten. So könnten alle Bewohner ihre Perspektive einbringen, bevor man vorschnell eine Lösung beschließt. Eine gute Idee. Dann entsteht nicht der Eindruck, dass etwas über die Köpfe der anderen hinweg entschieden wird. Genau. Mir ist wichtig, dass sich niemand belehrt fühlt. Wenn wir eine dauerhafte Lösung wollen, muss sie von möglichst vielen mitgetragen werden. Dann sind wir uns ja im Grunde einig. Das beruhigt mich ehrlich gesagt, denn ich hatte schon befürchtet, es ginge wieder nur darum, dass einzelne Parteien ihre Interessen gegeneinander ausspielen. Nein, daran habe ich überhaupt kein Interesse. Ich möchte nur vermeiden, dass aus kleinen Ärgernissen irgendwann ein dauerhaft vergiftetes Klima entsteht. Das ist verständlich. Dann machen wir es so, ich schreibe morgen einen ersten Entwurf und Sie schauen ihn sich an. Danach können wir entscheiden, ob wir ihn direkt an die Hausverwaltung schicken oder erst den anderen Mietern zukommen lassen. Das klingt nach einem sehr vernünftigen Vorgehen. Ich danke Ihnen, Frau Lorenz. Ich danke Ihnen ebenfalls. Es ist immer besser, frühzeitig und sachlich zu reden, bevor sich Frust aufstaut. Da haben Sie völlig recht. Einen schönen Abend noch. Ihnen auch, Herr Beck. Dialog 3. Weiterbildung oder berufliche Pause. Du hattest gestern am Telefon so angedeutet, dass du über eine größere Veränderung nachdenkst. Was genau meinst du damit? Ehrlich gesagt bin ich selbst noch nicht sicher, wie konkret das schon ist, aber ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken, entweder eine Weiterbildung zu machen oder mir sogar eine richtige berufliche Auszeit zu nehmen. Das klingt nach 2 ziemlich unterschiedlichen Wegen. Was hat dich auf diese Überlegung gebracht? Wahrscheinlich mehrere Dinge gleichzeitig. Einerseits merke ich schon länger, dass ich in meinem Job zwar funktioniere, aber innerlich immer weniger wirklich interessiert bin. Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren nur noch von Aufgabe zu Aufgabe gedacht habe, ohne mich ernsthaft zu fragen, ob ich so weitermachen möchte. Das klingt nicht nach einer kurzfristigen Laune. Nein, ist es auch nicht. Früher dachte ich, solche Gedanken kommen einfach in stressigen Phasen und verschwinden wieder. Aber diesmal bleiben sie. Ich merke immer deutlicher, dass ich entweder inhaltlich neue Impulse brauche oder eine Pause, in der ich überhaupt erst einmal herausfinden kann, was mir noch wichtig ist. Und was spricht für eine Weiterbildung? Der pragmatische Vorteil liegt auf der Hand. Ich hätte ein klares Ziel, könnte mich fachlich neu positionieren und müsste meinen Lebenslauf nicht mit einer offenen Lücke erklären. Außerdem hätte ich das Gefühl, aktiv in meine Zukunft zu investieren, statt einfach nur auszusteigen.
Und was spricht für eine Auszeit? Wahrscheinlich genau das, was mir an der Weiterbildung fehlt. Offenheit. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich im Moment gar nicht, ob ich nur neue Qualifikationen brauche oder ob mich etwas Grundsätzlicheres beschäftigt. Vielleicht würde ich mich mit einer Weiterbildung einfach nur effizienter in ein System zurückbewegen, das mich längst nicht mehr überzeugt. Das ist ein interessanter Gedanke. Du fragst dich also nicht nur, wie du dich entwickeln kannst, sondern auch, in welche Richtung überhaupt. Genau. Und das ist vielleicht die eigentliche Schwierigkeit. Von außen klingt Weiterbildung vernünftig, fast schon selbstverständlich. Eine Pause dagegen wirkt schnell wie Unsicherheit oder Orientierungslosigkeit. Aber vielleicht ist genau diese Unsicherheit im Moment ehrlicher. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie anstrengend es ist, über Jahre hinweg leistungsfähig zu bleiben, ohne sich regelmäßig neu zu verorten. Irgendwann merkt man dann, dass man zwar funktioniert, aber kaum noch weiß, warum. Ja, das trifft es ziemlich gut. Ich habe nicht das Gefühl, akut erschöpft oder völlig ausgebrannt zu sein. Es ist eher eine schleichende Entfremdung. Ich erledige meine Aufgaben, bekomme auch gutes Feedback, aber innerlich bin ich immer öfter auf Distanz. Hast du denn schon mit jemandem aus dem beruflichen Umfeld darüber gesprochen? Nein. Im Moment möchte ich das bewusst noch nicht. Ich glaube, sobald ich das im Unternehmen offen anspreche, wird sofort in Lösungen gedacht. Coaching, neue Projekte, vielleicht ein interner Wechsel. Das ist alles nicht falsch, aber ich bin noch an einem Punkt, an dem ich erst einmal meine eigenen Gedanken sortieren muss. Verständlich. Solange du selbst noch nicht weißt, was du eigentlich suchst, helfen äußere Vorschläge nur begrenzt weiter. Eben. Und genau deshalb zieht mich die Idee einer Pause an. Nicht, weil ich gar nichts tun möchte, sondern weil ich mir Zeit wünsche, um wieder klarer zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass mein Alltag so dicht geworden ist, dass kaum Raum für echte Reflexion bleibt. Andererseits birgt eine Pause natürlich auch Risiken. Nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch psychologisch. Manche Menschen stellen sich eine Auszeit befreiender vor, als sie dann tatsächlich ist. Wenn die äußere Struktur wegfällt, wird nicht automatisch alles leichter. Das ist mir bewusst. Deshalb idealisiere ich das auch nicht. Ich weiß, dass eine Pause kein magischer Zustand ist, in dem plötzlich alle Antworten auftauchen. Vielleicht würde ich mich anfangs sogar ziemlich verloren fühlen. Und die Weiterbildung? Hättest du da schon eine konkrete Richtung? Am ehesten etwas im Bereich Organisationsentwicklung oder strategische Kommunikation. Themen also, die nah an meinem bisherigen Profil liegen, mir aber mehr Gestaltungsspielraum geben könnten. Das Problem ist nur, wenn ich so darüber spreche, klingt es logisch, aber nicht unbedingt lebendig. Das ist ein wichtiger Unterschied. Etwas kann vernünftig sein, ohne dass es einen wirklich anspricht. Genau. Und ich frage mich, ob ich mich schon so sehr an vernünftige Entscheidungen gewöhnt habe, dass ich kaum noch wahrnehme, was mich tatsächlich interessiert. Dann wäre die entscheidende Frage vielleicht nicht, was ist objektiv klug, sondern wobei habe ich das Gefühl, wieder in Beziehung zu mir selbst zu kommen. Das klingt fast zu treffend. Vielleicht ist es genau das, was mir fehlt. Nicht mehr Wissen, sondern wieder ein klareres, inneres Verhältnis zu dem, was ich tue. Dann musst du vermutlich nicht sofort eine endgültige Antwort finden. Vielleicht wäre auch ein Zwischenschritt denkbar. Ein paar Wochen Urlaub, ein Beratungsgespräch, Gespräche mit Menschen, die solche Entscheidungen schon getroffen haben. Ja, wahrscheinlich neige ich gerade dazu, alles sofort auf die große Alternative
zuzuspitzen. Dabei könnte es sinnvoller sein, zunächst ein kleineres Experiment zu machen. Eben. Nicht jede Klärung muss mit einer radikalen Veränderung beginnen. Manchmal braucht man zuerst Distanz, bevor man entscheiden kann, ob es um Kurskorrektur oder um einen echten Neubeginn geht. Das nimmt gerade ziemlich Druck raus. Vielleicht habe ich das Ganze zu sehr als Entweder-Oder konstruiert. Entweder ich bilde mich weiter und bleibe im System, oder ich steige ganz aus. Aber dazwischen gibt es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, als ich mir bislang zugestanden habe. Davon bin ich überzeugt. Und ehrlich gesagt klingt es für mich so, als bräuchtest du im ersten Schritt weniger eine fertige Entscheidung als einen ernst gemeinten Raum zum Nachdenken. Ja, das könnte stimmen. Ich glaube, ich sollte aufhören, sofort die perfekte Lösung finden zu wollen. Vielleicht ist es im Moment schon genug, mir einzugestehen, dass ich nicht einfach unverändert weitermachen möchte. Das ist mehr als genug. Solche Einsichten sind oft der schwierigste Teil. Der Rest lässt sich dann Schritt für Schritt entwickeln. Danke. Ich hatte befürchtet, dass dieses Gespräch mich noch unentschlossener machen würde. Tatsächlich fühle ich mich jetzt eher sortierter. Dann hat es sich ja gelohnt. Und egal, ob es am Ende eine Weiterbildung, eine Pause oder etwas ganz anderes wird, wichtig ist, dass die Entscheidung nicht bloß aus Gewohnheit getroffen wird. Genau. Diesmal möchte ich nicht einfach weitermachen, nur weil es der bequemste Weg ist. Das klingt nach einem guten Anfang. Ja, und vielleicht ist genau das im Moment mein nächster Schritt.